Kunststoff ist aus unserer modernen Welt nicht mehr wegzudenken. Egal, wo man heute hinguckt, überall begegnet man diesem Werkstoff. Das fängt an bei Verpackungen, das geht über die Werkstatt, über das Auto und natürlich über den Haushalt. Viele Küchenschalen, alles besteht aus Kunststoff. Spielzeuge von Kindern. Das Problem ist immer nur, wenn etwas kaputt geht, dann hat man wenig Möglichkeiten, diesen schönen Werkstoff schnell und effizient zu reparieren. Und das ist ein riesengroßes Problem. Es landet viel zu viel auf dem Müll, was im Prinzip noch gut ist. Und da bietet Parkside aktuell eine ganz tolle Möglichkeit, wie man schnell, effizient und günstig Kunststoff reparieren kann. Das ist eine Parkside Kunststoff-Schweißpistole. Die habe ich neulich erworben, da hat die 20 Euro gekostet. Aktuell kostet sie, glaube ich, 22,90 Euro. Und diese Kunststoff-Schweißpistole, die wollen wir heute mal ausprobieren. Was bietet eine Kunststoff-Schweißpistole für 20 Euro von Parkside? Kunststoff-Schweißpistole, das steht auf dem Koffer drauf, das steht in der Werbung, also das habe ich mir nicht ausgedacht. Das heißt, wir packen den Koffer im Prinzip mal aus, wir gucken uns mal den Lieferumfang an. Ich habe hier einen Koffer, der besteht übrigens zu 90% aus recycelten Kunststoff und habe hier das Gerät drin. Eine klassische Kunststoff-Welding-Gun, so wie die Asiaten sagen, wie die Amerikaner zum Beispiel sagen. Eine richtige Kunststoff-Schweißpistole ist das im Prinzip nicht. Es ist aber ein absolut geniales System, mit dem kann man Bauteile innerhalb von Sekunden reparieren. Kann ich euch versprechen, jeder, der das nicht kennt, der wird wirklich staunen. Das ist eine absolut geniale Möglichkeit und vor allen Dingen, die kann jeder umsetzen. Ich habe hier diese Klammern. Diese Klammern sind in verschiedenen Geometrien, die bestehen übrigens aus Edelstahl, also braucht man sich wegen Korrosion keine Gedanken machen. Die kann ich hier vorne ganz einfach einsetzen. Jetzt setze ich diese Pistole oder diese Klammer auf meine zu reparierende Stelle auf. Ich drücke auf meine Pistole und innerhalb von Sekunden wird diese Klammer richtig warm. Ich habe es hier übrigens mal so auf die Seite gedreht und kann das hier dann vernünftig zeigen. Also die glüht richtig und die geht vorsichtig in den Kunststoff rein. Ich kann das Ganze dann wieder lösen. Ich zeige das mal an diesem kleinen Beispiel. Wir reparieren gleich ein paar Bauteile. Ihr werdet da wirklich verrückt, wie einfach und schnell und effektiv das geht. Das heißt, es sinkt ein. Ich warte kurz. Und dann ziehe ich meine Pistole wieder raus und dann ist die Stelle repariert. Ich habe mir eine ähnliche Pistole für 30 Euro vor 1,5 Jahren gekauft. Ich habe einen Nachmittag repariert und ich hatte diese Pistole zigfach raus. Es ist so ein einfaches, geniales System, aber richtig mit Kunststoff schweißen hat das Ganze natürlich nichts zu tun. Ich zeige euch mal ein paar einfache Beispiele, wie schnell und effizient man damit Bauteile reparieren kann. Das ist eine Staubsaugerdüse, da bin ich Kamel draufgetreten. Wenn ich die neu bestellen würde, inklusive Versand über 20 Euro. Und die kann ich mir innerhalb von Sekunden wieder reparieren. Ich habe also meine Düse, ich habe mir eine Klammer rausgesucht, das ist so eine gewellte Klammer in der Form, die benutze ich zu 90%. Ich kann das Ganze in der Hand halten, solange ich die Klammer nicht berühre, passiert da wirklich nichts. Und jetzt drücke ich oben auf meinen Taster, ich sehe dann oben die rote Lampe, ich habe diese Arbeitslampe und jetzt ist es wichtig, nicht mit Druck arbeiten. Die Klammer wird warm und sinkt dann ganz vorsichtig in unseren Kunststoff, in unser Bauteil ein und dabei ist es wirklich egal, man findet wirklich kaum Kunststoffbauteile, die man damit nicht reparieren kann. Ich habe bisher 2 Beispiele, ich zeige gleich mal eins, wo es dann nicht geht, aber bei 99% würde ich behaupten, geht das Ganze. Ich lasse das kurz abkühlen und dann kann ich meine Pistole wieder abziehen. Ist wirklich sehr, sehr einfach. Am besten geht es bei absolut geraden Flächen, aber auch bei so einer Rundung geht es hier. Da kann es mal passieren, dass ich hier wie bei diesem zweiten Clip nicht 100%ig drin bin. Ich kann das Ganze so ein bisschen nacharbeiten. Ich habe also einen Seitenschneider mit im Lieferumfang, habe eine Klammer, die im Prinzip die Festigkeit schon wieder herstellt. Und je mehr Klammern ich jetzt hier in der Form setze, desto mehr Festigkeit erziele ich hier. Ich habe hier natürlich keine dichte Naht und man sieht natürlich immer noch diesen Strich. Aber wenn ihr jetzt eine Kunststoff-Schweißpistole habt, das heißt, das wäre normal so ein Heißluftföhn und ein Zusatz, dann würdet ihr eine Schweißnaht legen. Die sieht man noch deutlich mehr, das kann ich euch versprechen, in der Form. Ich mache das meistens nur mal von der gegenüberliegenden Seite, dass man außen
außen nur noch so einen kleinen Strich sieht. Den kann man dann mit dem Edding vorsichtig so ein bisschen nacharbeiten. Das geht hier bei dem Rohr natürlich nicht. Das ist hier eine funktionale Reparatur, die aber wirklich sehr schnell, einfach und effizient funktioniert. Wenn man denkt, so ein Staubsaugerrohr kostet 20 Euro, habe ich jetzt auf die Schnelle repariert, die Nadeln noch so ein bisschen abschleifen, kann das Ganze wieder in Einsatz kommen, hält wieder die nächsten Jahre. Habe ich Geld gespart in der Form und auf der anderen Seite ist es natürlich so, der Umwelt habe ich dann ein bisschen Müll erspart. Und so ist es auch, wenn ich war am Schrottplatz, habe mir ein Stück Stoßstange besorgt. Stoßstange, man fährt irgendwo gegen, die Stoßstange ist gebrochen, die ist aus Kunststoff und lackiert. Wenn man die in Wagenfarbe wieder haben will, ist es unglaublich teuer. Und sowas kann man auch innerhalb von Sekunden reparieren und das kann wirklich jeder. Ich habe versucht schon mal das Ganze mit Heißluftföhn und Zusatz zu machen. Das ist wirklich eine Plagerei. Es funktioniert oft sehr schlecht und wenn man das sieht, das geht hier wirklich innerhalb von Sekunden. Ich habe meine Klammern, ich positioniere mir das Ganze, habe hier die Hand natürlich nicht direkt an der Stelle, wo die Klammer ist. Jetzt warte ich, bis das Ganze warm ist. Die Klammer sinkt vorsichtig ein. Und jetzt ist ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich eben in der Form noch nicht erklärt. Ich drehe nochmal so ganz leicht. Man sieht das eben an der Pistole. Durch diese Drehung, das haben mir erfahrene Kfz-Mechaniker erklärt, durch diese Drehung verdrehe ich die Klammer, wenn sie schon ein bisschen eingesetzt ist. Man sieht das jetzt hier nochmal an diesem Beispiel sehr schön. Das heißt, die Klammer sinkt ein. Und jetzt kriegt die Klammer nochmal eine kleine Drehung. Damit kriege ich nochmal deutlich mehr Festigkeit. Jetzt warte ich kurz, ziehe das Ganze ab und so kann ich hier schnell und effizient meine Stoßstange wieder reparieren. Und das Gute daran, das kann wirklich jeder. Also das kann sich jeder zutrauen. Man steckt hier einfach diese Klammer rein, man setzt es auf und dann kann man das vorsichtig einsinken lassen, also nie mit Druck arbeiten. Dreht es noch mal ein bisschen, das Drehen ist wirklich, gibt dem Ganzen noch mal bestimmt 50% mehr Festigkeit. Also das Drehen ist ein ganz toller Trick und dann hat man hier eine sehr gute Festigkeit und kann sich so eine Stoßstange innerhalb von Sekunden wieder reparieren. Also würde man einfach im Prinzip abschrauben. Man sieht hinterher draußen noch so einen kleinen Strich. Wenn sie wirklich nur gebrochen ist, kann diesen Strich mit einem Lackstift nacharbeiten oder in vielen Fällen bei älteren Autos geht es ja wirklich nur um Funktionalität und diesen Strich sieht man in der Form wirklich kaum. Da müsste man schon ganz genau hingucken. Aber schnelle, einfache Möglichkeit und ich sage mal, so eine Stoßstange unter 1000 Euro brauchen wir da wahrscheinlich nicht anfangen, wenn man nicht gerade was auf dem Schrott findet und sowas so zu reparieren mit so einem 20-Euro-Bauteil, womit das wirklich jeder kann, ist eine absolut geniale Möglichkeit. Der ein oder andere kritische Zeitgenosse wird natürlich gleich fragen, hält sowas jetzt in der Form? Das kann ich wirklich nur bejahen. Man kann hier wirklich drücken wie ein Elch. Man wird das Ganze hier nicht wieder irgendwo kaputt kriegen. Und man kann auch noch deutlich mehr Klammern einbringen, aber es reicht in der Masse vollkommen. So haben wir eine Stoßstange innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5 Minuten repariert. Ich würde mal sagen, einfacher, schneller, effizienter geht es nicht. Ich habe noch deutlich mehr Sachen hier repariert. Zum Beispiel habe ich hier so einen alten Maurerkübel. Ich habe hier eine gebrochene Steckdosenleiste in der Form. Kann man alles reparieren. Es funktioniert wirklich mit allen Werkstoffen. Wenn das Material sehr dünn wird, dann hat man irgendwann ein Problem. Ich habe so ein Gerät schon vorher besessen. Das ist hier mein altes Gerät. Wenn man die Geräte vergleicht, sieht man gleich deutlich, dass das Parkside-Gerät da deutlich höherwertiger verarbeitet ist. Man hat hier einen Sicherheitstaster bei Parkside. Man hat eine Arbeitsplatzbeleuchtung, so eine Leuchte, wenn das Gerät in Betrieb ist. Und was mir sehr gut gefällt, ist vorne diese Krümmung. Dadurch kommt man an viele Stellen deutlich besser hin. Aber im Prinzip hat das alte Gerät auch funktioniert, auch wenn das deutlich teurer war. Man muss aber sagen, wenn man jetzt bei AliExpress oder so guckt, wer es ganz günstig möchte, da kriegt man so ein Gerät auch für 15 Euro. Ich fand das Parkside-Gerät alles andere als schlecht. Klammern ist auch wichtig. Ich habe verschiedene Klammern von verschiedenen Herstellern oder was ich mal bei eBay, Amazon zusammengekauft habe. Die passen universell, passen also auch bei dem Parkside-Gerät. Bei dem Parkside-Gerät sind 200 Klammern dabei, bei dem anderen Gerät waren deutlich mehr Klammern dabei. Aber wie gesagt, man kann die nachkaufen und die kosten wirklich ein Appel und ein Ei. Und mit 200 kann man wirklich erstmal jahrelang Kunststoff reparieren. Macht so viel Spaß und ich sage es nochmal zum 10. Mal, das kann wirklich jeder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kunststoff reparieren. Bis dann und alles, was ich hier in dem Video gezeigt habe, natürlich auch die Kunststoffschweißpistole, verlinke ich unter dem Video.